meine Lieben, in diesem Video zeige ich euch, wie ihr einen klassischen Fanta-Kuchen im Handumdrehen in der Heißluftfritteuse zubereiten könnt. Also bleibt dran! Für die Zubereitung des Kuchens benötigst du zunächst eine große Schüssel, in der du die Eier zusammen mit Zucker und Vanillezucker zu einer schaubigen Masse verrührst. Die genauen Mengenangaben für dieses Rezept findest du wie immer unten in der Infobox. Alle 3 Zutaten schaumig aufschlagen. Und anschließend gibst du vorsichtig das Öl hinzu und rührst alles gut um. In einer anderen Schüssel vermischst du das Mehl, Backpulver und die Speisestärke gründlich miteinander. Nun ist es Zeit, das Mehlgemisch zur Eiermischung hinzuzufügen. Füge zuerst die Hälfte des Mehlgemisches zur Schüssel mit den flüssigen Zutaten hinzu und rühre vorsichtig um, bis ein glatter Teig entsteht. Dann füge die restliche Hälfte hinzu und rühre erneut, bis alles gut vermischt ist. Auf diese Weise vermeidest du Klumpen im Teig und erzielst ein optimales Ergebnis. Zum Schluss fügst du den Zitronenabrieb und die Limonade hinzu und vermischt alles sorgfältig miteinander, bis eine gleichmäßige Konsistenz erreicht ist. Lege dann eine Kastenform mit Backpapier aus und hier habe ich einen kleinen Trick für euch. Wenn du sicherstellen möchtest, dass das Backpapier beim Eingießen des Teiges und später beim Backen im Airfryer nicht verrutscht, kannst du ein zurechtgeschnittenes Stück Backpapier in die Kastenform legen. Falte die Seiten des Backpapiers um und klebe sie mit etwas Teig oder Butter an die Form fest, damit sie in Position bleibt. Auf diese Weise kannst du sicherstellen, dass das Backpapier an Ort und Stelle bleibt, während du den Teig in die Form gießt und den Kuchen im Airfryer backst. Beim Herauslösen des Kuchens kannst du die Seiten einfach hochziehen und den Kuchen leicht aus der Form nehmen. Fülle den Teig in die vorbereitete Kastenform und um den Kuchen im Airfryer zu backen, heize den Airfryer für 3 Minuten auf 155 Grad vor. Und backe dann den Kuchen im Airfryer für etwa 35 bis 40 Minuten. Um sicherzustellen, dass der Kuchen perfekt gebacken ist, überprüfe ihn mit einem Zahnstocher. Stecke den Zahnstocher in die Mitte des Kuchens und ziehe ihn wieder heraus. Wenn kein Teig am Zahnstocher klebt, ist der Kuchen fertig. Falls doch, lasse den Kuchen für weitere 3 bis 5 Minuten backen und überprüfe ihn erneut, bis er durchgebacken ist. Nachdem du den Kuchen aus dem Airfryer genommen hast, lasse ihn für 10 bis 15 Minuten komplett abkühlen, bevor du ihn aus der Form nimmst. Der Kuchen kann dann nach Belieben serviert werden. Ich persönlich gebe gern eine Zuckerglasur über den Kuchen, denn damit kann man auch unschöne Stellen verstecken, um dem Kuchen auch eine besonders hübsche Optik verleihen. Dafür rühre ich Puderzucker mit Wasser an. Wenn der Zuckerguss noch etwas zu dickflüssig ist, füge vorsichtig etwas Wasser hinzu, um ihn dünner zu machen. Wenn der Zuckerguss die gewünschte Konsistenz hat wie hier im Video, kannst du ihn über den Kuchen verteilen. Entferne den Kuchen langsam aus der Form, indem du das Backpapier von den Seiten der Kuchenform löst und etwas anhebst. Wenn du das Backpapier vom Kuchen gelöst hast und den Kuchen auf ein Servierbrett oder Servierschale platziert hast, dann kannst du langsam den Zuckerguss über den Kuchen geben. Beginne am oberen Rand des Kuchens und arbeite dich langsam nach unten vor. Achte darauf, den Zuckerguss gleichmäßig zu verteilen, um eine glatte Oberfläche zu erzeugen. Wenn der Kuchen nicht vollständig bedeckt ist, trage eine weitere Schicht Zuckerguss auf, um ihn vollständig zu bedecken. Wenn der Guss noch flüssig ist, kannst du bunte Zuckerstreusel oder andere Dekorationen darüber streuen, um den Kuchen zu verschönern. Lasse den Zuckerguss trocknen, bevor du den Kuchen servierst. Dies sollte je nach Dicke des Zuckergusses und Umgebungstemperatur etwa 30 Minuten dauern. Und das war unser fantastischer Fanta-Kuchen. Dieser Kuchen ist nicht nur luftig leicht, sondern auch unglaublich einfach zuzubereiten. Kinderleicht also. Er eignet sich perfekt für Geburtstage, Ostern oder jede andere Feier, bei der du deine Lieben mit etwas Besonderem überraschen möchtest. Probier dieses Rezept doch einfach mal aus und überrasche deine Freunde und Familie mit diesem köstlichen Kuchen. Viel Spaß beim Nachmachen!